Mein heutiger Gast ist der Bekim Lasky. Er ist Chief Investment Officer und Partner bei der SMZH seit dem Dezember. Herzlich willkommen, Bekim. Hallo Melanie. Du bist seit 2 Jahrzehnten im Wealth- und Investment Management tätig. Sag mir, was fasziniert dich so am Management von Vermögensstrukturen und der Entwicklung von Anlagestrategien? Ja, Melanie, also ich habe relativ früh in meiner Karriere eine Passion oder Leidenschaft für die Finanzmärkte und Vermögensverwaltung entwickelt. Und mich fasziniert, die Finanzmärkte zu analysieren, zu verfolgen, aber dann auch davon abgeleitet, Anlagemöglichkeiten zu entwickeln und das dann eigentlich so gut wie es geht auch einzubetten in Anlagebedürfnisse von verschiedenen heterogenen Kundenbedürfnissen, die es halt hat. Und es ist schier, also die Daten, wo ich glaube, du bist ja einmal am Desk vorbeigekommen und dann hast du gesehen, und hast gesagt, das ist ein Weihnachtsbaum. Zahlenlastig und sehr komplex. Sehr komplex und eben die Schier von Daten, die da Tag ein, Tag ausgeht und es macht den Job ein bisschen anspruchsvoll und auch das Zusammenspiel verschiedener Anlagemöglichkeiten und Anlageklassen macht den Job sehr anspruchsvoll, aber auch sehr, sehr interessant und das ist so ein bisschen die Leidenschaft, die ich entwickelt habe. Zuletzt würde ich auch hinzufügen, Anlageberatung oder Vermögensverwaltung hat für mich sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und ja, ich würde sagen, es ist ein Privileg, in so einem Bereich tätig zu sein. Du bist vorher bei Grossbanken tätig gewesen, und zwar UBS, CS. Jetzt hast du gewechselt in ein kleines Unternehmen im Vergleich. Wie ist der Wechsel zustande gekommen? Wie fühlt sich das für dich an? Der Wechsel war relativ spontan gewesen. Also ich habe für mich entschieden, nach 25 Jahren lang Grossbankenerfahrung, ich möchte mich auch persönlich weiterentwickeln und ich möchte mich wirklich mal persönlich auch verändern und viel unternehmerischer sein. Und so ist es eigentlich aus einem Zufallsprinzip ist die Möglichkeit entstanden und ich glaube, was du auch ansprechen möchtest, ist eben die Grösse von einem Finanzdienstleister, was ist die Relevanz, ist es wichtig, hat das Vor- und Nachteile und ich finde, die Grösse von einem Finanzdienstleister hat in gewissen Bereichen sicher eine gewisse Relevanz. Aber ich finde, das ist nicht der einzige entscheidende Faktor, sondern für mich ist wirklich viel wichtiger die Qualität von der Beratung und die Fähigkeit zu haben, dann auch wirklich individuell auf die Kundenbedürfnisse einzugehen. Und das ist, glaube ich, für mich fast entscheidender eigentlich als Grösse und Komplexität von einer Unternehmung. Und was mich dann überzeugt hat, zur SMZH zu stoßen, ist, eben, wie du gesagt hast, natürlich von der Dimension her natürlich ganz etwas anderes. Und ja, Banken und Grossbanken haben natürlich sehr, sehr viele Ressourcen, globale Netzwerke und Power, wie man das so sagen. Bei SMZH wo ich sage, wir haben sehr gute etablierte Partnerschaften mit Banken, mit Versicherungen, mit Steuerberatungen, mit Rechtsberatungen oder sogar mit Immobilienunternehmungen. Und wenn du das so willst, also so indirekt, können wir bei der SZH eigentlich auch eine geballte Power an Ressourcen und Expertise eigentlich aber zum Nutzen von unseren Kundinnen und Kunden anwenden und können gleichzeitig unsere Unabhängigkeit wahren. Und das ist so ein bisschen das, eben verbunden mit dem Unternehmensgeist, hat mich eigentlich sehr, sehr stark überzeugt und bin froh, dass jetzt dass du zu uns gestossen bist. Richtig. Freut uns auch sehr. Wenn man aber so Begriffe hört wie Anlagestrategie oder Multi-Asset-Portfolio, denkt man nicht unbedingt gerade an Herr und Frau Schweizer oder an den, ich sage jetzt mal, den durchschnittlichen Bürger. Warum ist aber dennoch ein Thema, wo sich wirklich jede Frau und jeder Mann mit befassen sollte? Ja. Du hast gesagt, die Anlagestrategie, finde ich, ist nicht unbedingt etwas nur für professionelle oder vermögende Kunden. Oder bei der Anlagestrategie geht es wirklich darum, dass man die eigene Risikobereitschaft, Risikofähigkeit und auch die eigenen Bedürfnisse am besten widerspiegeln. Wenn ich ein Beispiel darf bringen, eine Analogie beim Skifahren. Ich bin jetzt nicht gerade der beste Skifahrer, aber sag jetzt mal, wenn ich das erste oder das zweite Mal auf die Ski würde stehen, ich würde natürlich auch nicht gerade auf die schwarze Piste gehen. Es ist natürlich sehr verlockend, dass ich dann so schnell wie möglich unten bin. Aber was ich damit sagen will, ich bin investiert, also investieren ist schon keine Hexerei grundsätzlich, sondern es geht also wirklich. Für dich ist es keine Hexerei, für andere vielleicht doch. Ja, für das sind wir beratend zur Verfügung. Das ist genau der Ansatz, den wir möchten verfolgen. Also wir
möchten wirklich mit den Kundinnen und Kunden oder mit unserer Kundschaft einen Weg finden, wie man wirklich die Anlagesituation bewirtschaften. Ein konkretes Beispiel, oder? Man sieht, Zinsen kommen sukzessive nach oben runter. Die Aussichten, ob es jetzt eine Teuerung geht, die Inflationsprognose sind sehr, sehr schwierig vorauszuzeigen im Moment. Wir haben dann eine neue Präsidentschaft, die dann in den USA stattfindet. Mit dem ist die ganze Situation risikobehaftet. Fakt ist aber, dass man beispielsweise auf den Sparkonti und auf den Konti allgemein weniger Zins wird bekommen. Ergo, das heisst, es ist wie eine Gelegenheit, eigentlich wie ein Aufruf, dass man eigentlich die eigene Vermögenssituation genauso durchleuchten, wie man eben entsprechend einen Weg kann finden, dass man, oder beim Investieren geht es für mich eigentlich primär darum, dass man die eigenen Bedürfnisse sauber abklären und wir stehen den Beratern zur Verfügung, damit man wirklich dann, sagen wir, deine persönlichen Bedürfnisse und finanzielle Ziele so schnell oder so einfach oder so effizient kann erreichen kann. Und darum finde ich, es ist keine Hexerei in dem Sinne. Also es ist natürlich sehr toll, wenn man auf jemanden wie dich zurückgreifen kann, wo eben für mich ein sehr komplexes Thema dann so keine Hexerei macht. Dann möchte ich auch gerade übergehen, wenn ich das Thema wechseln möchte, von wegen komplex und vereinfachen. Wir befinden uns im zweiten digitalen Tornado, einem KI-Tornado, wo selbstverständlich auch die Finanzindustrie betrifft. Wie siehst du das? Also auch bei Anlagestrategien macht das wahrscheinlich keinen Halt, so eine Technologie. Definitiv. Und das Thema als solches ist sehr spannend übrigens. Also wir könnten uns wahrscheinlich noch stundenlang über das Thema unterhalten. Ja, es ist richtig. Wobei ich persönlich finde, KI und die persönliche Beratung beißt sich nicht. Also ich sehe das wirklich als komplementär. Ein Beispiel, das sind Themen, wo wir jetzt schon bei der SZH schon daran arbeiten, ist, dass wir die Technologien, KI, AI, wie man das möchte nennen, wirklich sehr gezielt können nutzen, um zum Beispiel Routinearbeit oder automatisierbare Prozesse können optimieren. Und nicht zuletzt kann das uns auch einen gewissen Mehrwert bieten, indem wir wirklich eine bessere Client Experience können anschaffen. Stichwort, dass es darum geht, eine online-digitale Plattform etc. Wie du richtigerweise festgehalten hast, auch in der Anlagestrategieentwicklung oder im Portfolio-Management, Asset-Management ist KI natürlich sehr, sehr ein prominentes Thema. Und dort finde ich auch, also natürlich kann man mit gewissen Tools Datenbewirtschaftung, vielleicht sogar noch die Optimierung oder die Bewirtschaftung von diesen Portfolios sehr, sehr effizient gestalten. Was aber hingegen, glaube eher unmöglich wird sein, ist, oder? In der Vermögensverwaltung, was ich vorhin am Anfang sagte, oder der Einleitung gesehen habe, für mich spielt das Vertrauen eine sehr grosse Rolle. Und vor allem auch die Gespräche oder die persönliche Beziehung zu unserer Kundschaft. Wir legen sehr, sehr viel Wert, dass wir wirklich eine persönliche Beziehung zu den Kunden aufbauen können und unsere Kunden auch wirklich über alle Lebensphasen hinweg begleiten. Und in diesen persönlichen Gesprächen, natürlich geht es dort um technische Aspekte. Oder was ist so Risikoprofil und wie viel Risiken bist du bereit einzugehen und was sind so deine Renditeerwartungen? Aber in diesen Gesprächen tun wir auch ein bisschen die Sorgen und Bedenken von unseren Kunden direkt und proaktiv abholen. Und schon spätestens dort, denke ich, wird dann auch ein smarte KI oder AI an Grenzen stoßen. Und darum denke ich eben, der Human Touch, die persönliche Beziehung, bleibt eigentlich sehr, sehr zentral. Und wird nicht so schnell verloren gehen. Voilà. Darf ich dich fragen, wenn jetzt wirklich ein totaler Anfänger vor dir sitzt und sagt, doch grundsätzlich möchte ich mich an das Thema antasten, hast du da eine Empfehlung, wie und wo man mal sauberlich einsteigt? Am besten einen Sparring-Partner suchen, wo einem wirklich begleitet tut. Und wieder ein bisschen eine Analogie im Sportwesen. Für mich ist Investieren nicht ein Sprint, sondern ein Marathon. Und für alle Hochleistungssportler, die wissen, was es bedeutet, durch einen Sprint kann man, es ist sehr verlockend, und wir sind überall in den Medien, und es ist Bitcoin, die 80XY, und dann ist man vielleicht wieder dazu verleitet, auch auf diesen Zug aufspringen. Aber ich finde eben, ein Sparring-Partner, einen Berater, Beratungsgespräch suchen, es hat gewisse Prinzipien, sogenannte Portfoliotheorie. Ich würde sehr gerne einen Portfolioansatz in den Vordergrund stellen. Ja. Und wieso erwähne ich das? Weil
Und auch beim Investieren, es gibt nicht einen ewigen Leader. Es gibt keine einzelne Anlageklasse, die jedes Jahr die beste... würde ja alles gleich machen. Voilà. Und selbst dann, man sagt ja, die Aktienmärkte oder Finanzmärkte sind sehr effizient. Oder irgendwann ist alles einpreist. Also irgendwann wird dann eben eine Performance gar nicht möglich sein. Also ich würde sagen, es gibt nicht den ewigen Leader. Es ist immer das Zusammenspiel von den verschiedenen Anlageklassen, wo dann am Schluss den Entscheid ausmachen. Und zurück zu deiner Frage. Ich finde, es spielt überhaupt keine Rolle, ob man klein, gross, wie auch immer starten tut. Es ist wirklich, für mich ist essentiell, dass man eben eine Strategie kann, eine Auslegeordnung kann machen. Was möchte ich? Was sind meine Bedürfnisse? Wie viel Risiken bin ich bereit einzugehen? Über welche Betrag, welche Summen wir sprechen. Und ich glaube auch selbst, sag mal, ein kleines Portfolio kann durch einen Beizug von einer Beratungskomponente auch sehr, sehr gut strukturiert werden. Wo dann eben auch, wenn dann mal ein bisschen Krisensituationen kommen, dass dann ein bisschen besser abgefedert ist. Weil Krisen kommen, das ist eigentlich so sicher wie Samen in der Kille. Und dann muss man gut aufgestellt sein, wenn das passiert. Voilà. Welche Entwicklungen siehst du für die SMZ in den nächsten 3 bis 5 Jahren? Welche Visionen existieren da? Unsere Vision ist, dass wir uns als unabhängige Finanzdienstleister möchten weiterentwickeln und unseren Family Office Light Ansatz leben können. Herzlichen Dank, Bekim, bist du heute im Gespräch gewesen. Ich weiss, wo ich in Zukunft mein Portfolio prüfen lassen werde. Danke, bist du im Gespräch gewesen. Vielen Dank dir, danke Melanie.